Ortswechsel. Was sich fernab der Klischees sonst noch hinter den Rechtswissenschaften verbirgt, erklärt uns Dr. Anousheh Farhat. Sie ist Juristin an der Goethe-Universität Frankfurt. Die meisten Menschen haben ja eine ziemliche Klischeevorstellung davon, was Juristen den ganzen Tag so machen, vorwiegend in einem großen Gerichtssaal stehen und Plädoyers halten. Aber das ist allenfalls ein ganz kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit unserer Arbeitswelt. Wie die rechtswissenschaftliche Arbeitswelt aussehen kann und wie eng Wissenschaft und Praxis hier zusammenhängen, zeigt der Begriff faktischer Inländer. Jahrelang war es für Ausländer schwer, einen Aufenthaltsstatus zu bekommen, der sicher vor Abschiebungen geschützt hat. Trotzdem konnten viele Ausländer sehr lange legal in Deutschland bleiben. Ihre Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Sie hatten ihr ganzes soziales Leben hier, waren also faktisch wie Inländer, konnten aber im Extremfall trotzdem in das Herkunftsland ihrer Eltern abgeschoben werden. Davor sollten sie besser geschützt werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den juristischen Begriff faktischer Inländer dann aufgegriffen und am Ende ist er in die heutige Gesetzgebung eingeflossen. Nun aber zurück zu unserer Expertin Dr. Anousheh Farhat. Sie liefert einen Blick hinter die rechtswissenschaftlichen Kulissen. Wie arbeiten Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler? Normalerweise publizieren wir unsere Begriffe oder die Ergebnisse unserer Forschung in Fachzeitschriften und dann lesen das Anwälte, Richter, andere Rechtswissenschaftler, Juristen, die im Ministerium arbeiten. Ob das dann tatsächlich eine politische Forderung wird aus diesem Begriff, hängt sehr stark von Lobbyarbeit ab. Also zum Beispiel davon, ob NGOs wie Amnesty International, Kirchenverbände, Pro Asyl, ob die das aufgreifen und dann in ihren Gesprächen mit den Ministerien, mit den Politikern tatsächlich auch zu einer politischen Forderung machen. Und mitunter präsentieren wir unsere Ergebnisse und Begriffe auch auf Fachtagungen. Da sind dann häufig auch Richter anwesend. Es kommt dann manchmal auch vor, dass so ein Begriff in der Rechtsprechung, also von den Gerichten, aufgegriffen wird. Was bedeutet für Juristen Wissenschaftsfreiheit? Was bedeutet dann jetzt eigentlich für uns Juristen oder Rechtswissenschaftler Wissenschaftsfreiheit, wo wir doch so nah an der Politik sind und man vielleicht auch denken könnte, wir sind so eine dienende Wissenschaft, die die Probleme für die Politik löst? Wir verstehen uns eigentlich als Rechtswissenschaftler so, dass wir auch eine sehr stark kritische Funktion haben. Also wir schauen uns das Recht an, wie das funktioniert und vor allem schauen wir eben auch, wo Sachen nicht funktionieren, wo die vielleicht auch ungerecht sind oder wo sie in der wirklichen Welt Ergebnisse produzieren, die nicht effizient sind. Und damit wir das machen können, müssen wir auch mit anderen Disziplinen kooperieren, weil wir natürlich in der wirklichen Welt nicht so gut die Dinge erklären können wie zum Beispiel Soziologen. Das ist also ein ganz wichtiger Teil von unserer Freiheit. Wo liegen Grenzen in den Rechtswissenschaften? Als Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler haben wir natürlich nur einen begrenzten Einfluss darauf, was letztlich mit unseren Ideen und Begriffen passiert. Wir können das Recht, was besteht und was von der Politik gesetzt ist, wir können das ordnen, wir können das kritisieren, wir können Begriffe für eine Weiterentwicklung uns ausdenken. Aber ob letztlich aus den Vorschlägen dann auch ein Gesetz wird, das hängt von der Politik ab. Was brauchen Rechtswissenschaftlerinnen, um frei forschen zu können? Wir brauchen freien Zugang zu Texten. Und der kann natürlich insofern eingeschränkt sein, wenn zum Beispiel der Zugang zu Fachzeitschriften und Journals für die Universitäten unerschwinglich wird finanziell. Zum Beispiel, weil es große Verlagsmonopole gibt und wir dann einfach nicht mehr an die Texte kommen, die wir brauchen, um unsere Wissenschaft zu machen. Das Zweite ist, unsere Methoden müssen letztlich offen sein, damit wir zum Beispiel auch die Realfolgen im tatsächlichen Leben in der Gesellschaft von Recht untersuchen können und auch zum Beispiel historische Vergleiche anstellen können. Und das Dritte ist finanzielle Abhängigkeit. Wenn zum Beispiel Forschungsgelder nur noch vergeben werden für bestimmte wirtschaftliche Zwecke oder damit sie der Wirtschaft dienen oder damit sie für die Politik bestimmte baukastenartige Lösungen für ein neues Gesetz präsentieren, dann ist die Freiheit der Rechtswissenschaft natürlich bedroht, weil wir dann unserem kritischen Zweck nicht mehr nachkommen können. Welche Rolle spielt die Junge Akademie für deine Wissenschaftsfreiheit? Das eine ist, die Junge Akademie eröffnet uns Horizonte und erweitert unseren Horizont, weil wir einfach konfrontiert sind mit Leuten aus anderen Wissenschaften, weil wir uns erklären müssen und weil wir mitkriegen, was Leute in anderen Wissenschaften machen. Das Zweite ist, sie ermöglicht auch Räume, mit diesen Leuten dann zusammen Projekte zu machen. Und das Dritte ist,
sie bietet auch finanzielle Möglichkeiten, diese Projekte zu realisieren, weil wenn wir uns dann gemeinsam aus verschiedenen Disziplinen eine Frage annehmen und ein Projekt dazu entwickeln, sind das halt oft Sachen, die in der normalen Forschungsförderung nicht finanziert werden können und wo die Junge Akademie uns dann hilft, das auch tatsächlich und ermöglicht, das auch wirklich zu realisieren.